Heute schwimmen wir gemeinsam auf einer kleinen südpazifischen Insel. Wir werden dort weiße Traumstrände sehen. Wir werden Kokosnüsse gemeinsam knacken. Vielleicht sehen wir auch ein paar Haie oder andere Meerestiere. Und am Ende möchte ich mit euch ein wenig philosophieren über die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Gibt es eine absolute Wahrheit? Und was bedeutet es, die eigene Wahrheit zu leben? Herzlich willkommen hier bei Athletics. Ja, das hier ist das Kajak, das uns auf die abgelegene Insel bringen soll. Für dieses Abenteuer bleiben wir puristisch. Wir starten unsere Reise mitten im Pazifik, genauer gesagt in Polynesien, einem paradiesischen Gebiet mit über 100 Inseln. Eine der schönsten davon ist meines Erachtens Moorea, weil sie eine große Vielfalt bietet. Von weißen Traumstränden bis hin zu gewaltigen Bergen, die schon als Filmkulisse für den Film Die Bounty mit Mel Gibson dienten. Rund um Moorea schützt die kristallblaue Lagune vor hohem Wellengang und sorgt für glasklares Wasser. Seht euch mal dieses kristallblaue Wasser an. Es ist unglaublich, wie blau. Außerhalb der Lagune kann es je nach Wetterlage hohe Wellen und auch starke Strömungen geben. Das heißt, man muss mit dem Kajak besonders aufpassen. Je länger ich paddle, desto mehr brennt die Sonne hinunter, aber zum Glück bin ich gut vorbereitet. Und nach einiger Zeit wird auch die Insel endlich sichtbar. Wir können schon die kleine Insel sehen hier. Und in Polynesien heißt das Motu. Welcome to the Motu. Ja, das steigert die Motivation und lässt mich wieder schneller paddeln. Wir haben es gleich geschafft. Nicht mehr weit. Man kann schon die Palmen hier sehen. Ich hoffe, da gibt es Kokosnüsse. Seht euch das mal an. Wow. Oh wow. Hier ist schon die Lagune. Das Wasser ist wieder sehr seicht. Oh mein Gott. Oh wow. Wir haben es geschafft. Wir setzen Fuß auf die Insel. Bam! Oh wow. Oh wow. Hier sehe ich schon die ersten Kokosnüsse. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist Schatten suchen. Und Kokosnüsse. Okay. Dann schauen wir mal, was da gibt. Oh. Wow. Okay. So, hier sind eine Menge alte Kokosnüsse. Das ist schon echt fantastisch, ja? Das ist ja echt ein kleiner Dschungel hier. Boah, ich bin ziemlich hungrig.
Mal schauen, was es hier Essbares gibt. Ja, viel Essbares fand ich an dieser Stelle der Insel noch nicht. Für den Salat zum Fisch hat's also nicht gereicht. Aber ich fand Hinweis auf Leben auf der Insel und das in Fülle. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das sind überall Krabben hier. Diese ganzen Löcher, das sind alles Krabbenlöcher. Bevor man herkommt, Hunderte, wie sie ihre Löcher suchen. Boah. Wer auf Krabben steht, der hat hier wirklich ausgesorgt. Der kann sich gleich auf die Insel absetzen und der Welt Goodbye sagen. Aber bei mir stehen Krabben nicht am Speiseplan, also musste ich meine Suche fortsetzen. An dieser Stelle waren die Büsche zu dicht, um weiterzukommen, also stieg ich nochmal aufs Kajak, um die perfekte Palme zu suchen. Okay, ich habe endlich eine Kokospalme gefunden, wo die Kokosnüsse in hoffentlicher Reichweite sind. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier, da werde ich hochklettern jetzt und mal sehen, ob ich da rankomme. Zum Glück habe ich die Technik der Einwohner bereits beobachtet und damit konnte ich tatsächlich mehrere Kokosnüsse von dieser Palme ernten. Aber die Wildnis ist hart und meine zarte Haut muss sich erst an die rauen Umstände gewöhnen. Der nächste Schritt ist, die Kokosnuss tatsächlich zu öffnen. Ohne Werkzeug muss man etwas improvisieren, aber zum Glück gibt es hier eine Menge scharfe Steine. Und wenn man sie mit der richtigen Seite gegen den spitzen Stein schlägt und etwas Geduld mit sich bringt, dann öffnet man damit die innere Kokosnussschale und das leckere Kokosnusswasser kann rauskommen. Ich werde hier mal die ganze Schale abschlagen und abreißen, damit ihr die innere Kokosnuss auch sehen könnt. Das ist die Kokosnuss, die drin ist. Okay. Das war nicht gut. Ja, wie ihr seht, war die noch nicht so reif. Ich hätte es gleich merken sollen, da die Kokosnuss noch viel zu klein war. Machen wir die nächste auf, die sollte besser sein. Oh, here we go. Wow! Wir haben hier sogar Kokosnussfleisch. Wow, das heißt, wir haben sogar was zu essen. Nicht nur zu trinken. Wow, das ist gut. Oh je, danke. Das Spannende ist, diese Kokosnüsse, desto jünger sie sind, desto dünner ist diese Kokosnussschicht, das Fleisch, Kokosnussfleisch. Und desto älter sie werden, desto dicker wird das. Und diese typischen Kokosnüsse, die wir bei uns im Supermarkt finden, das sind ganz alte, die sind ganz braun. Das sind ganz alte Kokosnüsse. Und die jungen, die grünen, die haben die ganz gute Flüssigkeit drinnen. Die Flüssigkeit ist einfach fantastisch, ist stark elektrolythaltig und wahnsinnig gesund. So, jetzt haben wir wieder Energie, die Insel zu erkunden und ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Ich dachte, ich bin alleine auf der Insel und gleich werdet ihr sehen, was ich gefunden habe. Vorher habe ich diese flache Buschlandschaft gefunden mit tollem Blick auf das Riff und den Ozean. Hier könnte man tatsächlich im seichten Wasser mit der Hand fischen. Aber so schön diese Gegend in der Kamera vielleicht aussieht, in Wirklichkeit ist sie rau und wild. Die Steine sind messerscharf und ja, wenn man lieber filmt als auf sich aufpasst, dann kann man sich hier leicht verletzen. Was ich nicht wusste, ist, dass so eine kleine Schnittverletzung am Riff im Meer hier ausreichen kann, um drauf zu gehen. Ich habe das tatsächlich selbst erlebt, als ich mich hier in Französisch-Polynesien zum ersten Mal im Meer geschnitten habe. Wie in Europa habe ich es einfach ignoriert. Ich dachte, das heilt von selbst. Die Wunde wurde aber nach einer Woche nicht besser, sondern schlimmer, sodass ich nicht mal mehr auftreten konnte. Und als sich schließlich ein roter Strich Richtung Herz gebildet hat, wusste ich,
Es wird Zeit, das Hoffen zu beenden und den Arzt zu besuchen. Der Arzt sagte, ich kam gerade noch rechtzeitig und ein Antibiotikum konnte mich schlussendlich retten. Ja, tatsächlich, wenn man sich an einer lebenden Koralle schneidet, verbleiben oftmals kleine Mengen an sogenannten tierischen Eiweißen und kalkhaltigen Material in der Wunde, was zu einer tödlichen Infektion führen kann. In solchen Fällen ist die moderne Medizin tatsächlich ein Wunder und wir Menschen haben etwas Großartiges vollbracht. Wie alles im Leben hat das aber auch seine Schattenseite. Wenn ich so in die Natur blicke, wird mir klar, dass wir als Menschheit vieles gelernt haben, aber als moderne Gesellschaft essentielle Dinge wieder verlernt haben. Für Schnittverletzungen ist die moderne Medizin unschlagbar, aber wenn es um symptomatische Beschwerden, Schmerzen oder Krankheiten geht, sind wir zu faul geworden, um auf die Ursache zu blicken, unterdrücken lieber die Symptome mit Medikamenten, mit Pillen und was auch immer. Und das Gleiche gilt auch für Unzufriedenheit und Depressionen. Das Heilmittel dafür, das liegt nicht in Großstädten, nicht im Fernsehen, nicht im Konsum, nicht in Ablenkung, sondern in den noch wilden Gegenden dieser schönen Erde. Da, wo wir uns selbst begegnen und erkennen, was es wirklich heißt zu leben. Plötzlich sah ich etwas, das mich überraschte. Eine Strohhütte oder ein Haus. Ich musste mir das aus der Nähe ansehen. Okay. Schauen wir uns das mal an. Ja, da ist ein kleines Haus. Oh, wow. Ja. Hier ist ein fantastisches kleines Häuschen, aber steht oben Privaté oder Tabu, was auf Französisch Privaté ist, auf Französisch Privat und Tabu kennt auch jeder von uns, ist aber ursprünglich ein polynesisches Wort, was heißt, es ist sozusagen verboten, Tabu. Das ist echt, hier ist man echt abgeschieden, ne? Aber ein Traum. Ein Traum. Ja, wenn man hier schwimmen geht, dann wird einem vor Artenvielfalt schnell mal schwindlig. Vor allem, wenn man Respekt vor Haien hat. Aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dann bekommt man mehr und mehr Vertrauen im Umgang mit Haien und lernt, wo menschliche und vor allem die eigenen Grenzen sind. There is a shark. Ein großer Stachelrochen, seht euch das an? Wow. Wow. Das, was ich mich frage an einem Ort wie diesen, ist, was ist die Wahrheit? Und was bedeutet es, die Wahrheit zu leben? Bevor ich über das Thema anfange zu sprechen, mal ganz wichtig, wenn wir schon über die Wahrheit sprechen, das ist keine verlassene Insel hier. Französisch-Polynesien ist nicht weit. Ihr seht, die Insel ist dort, das ist Moorea. Und es ist keine verlassene Insel hier, aber es ist doch etwas abgelegen und das macht die Sache durchaus spannend. Ich finde nicht, dass es Sinn macht, dass wir wieder zurückkehren zu unserem Ursprung und rein aus der Natur leben, sondern ich denke, wir müssen eine gesündere, moderne Gesellschaft aufbauen, die es schafft, eine Gesellschaft oder einen Alltag zu erschaffen, der gesund ist, der uns in unserem Menschsein fördert und nicht nur die Wirtschaft am Leben erhält. Wirtschaft ist wichtig. Dass Menschen motiviert werden, Dinge zu tun, ist enorm wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir dabei unsere Menschlichkeit nicht verlieren. Das, worum es im Leben wirklich geht. Denn es geht nicht nur darum, Geld zu machen und ständig in einem Büro zu sitzen und das wahre Leben erst zu beginnen, wenn die Pension anfängt. Es geht darum, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Und da spreche ich jeden Menschen da draußen an. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, ein System zu erschaffen, das uns wieder glücklich macht, das uns gesund macht und zufrieden macht und uns einfach, lebendig macht. Und die Wahrheit ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wenn wir von einer absoluten Wahrheit sprechen, dann denke ich, ist es die Ganzheit, die Vollkommenheit. Das bedeutet alles, was es im Universum existiert, das ist die Wahrheit. Alles andere ist immer eine perspektivische Wahrheit. So habe ich seit meinen Reisen das Leben verstanden, nachdem ich im Austausch mit vielen Kulturen war. Und wenn wir das Leben betrachten, wir haben schon mal einen Filter. Wir betrachten die Welt aus unserem Körper heraus. Das bedeutet, das ist schon mal die erste Perspektive, die wir annehmen. Das heißt, wir sehen die Welt gar nicht
oder wir sehen die Existenz gar nicht, wie sie wirklich ist, sondern wir sehen sie in erster Linie durch die Perspektive, die entsteht, wenn wir die Welt durch unseren Körper betrachten. Das bedeutet durch unsere 5 Sinne, Augen, was wir auch wahrnehmen können. Und wir sehen das heute auch in der Quantenphysik, dass Dinge für uns plötzlich abstrakt erscheinen und wenig erklärbar sind, weil wenn wir sie beobachten, sie plötzlich anders sind und sich anders verhalten. Dieses Doppelspaltexperiment zeigt das sehr deutlich, dass wenn wir beginnen zu beobachten, dass sich ein Lichtteilchen plötzlich anders verhält. Und da kommen wir dann auch schon zu unserer Wahrheit. Was bedeutet es, die eigene Wahrheit zu leben? Ich habe herausgefunden, dass wir gar nicht anders können, als die eigene Wahrheit leben. Wir können sie nur auf 2 Arten leben. Konstruktiv oder destruktiv. Also das bedeutet, dass unsere Wahrheit wir entweder konstruktiv ausleben oder dass sie destruktiv durchbricht. Aber wir leben immer unsere Wahrheit. Und wenn man darüber mal nachdenkt, ist das wahnsinnig spannend. Denn ein Apfel ist immer ein Apfel, oder? Ein Apfel wird nicht plötzlich eine Orange sein, wenn ich ihn zerquetsche. Wird nicht Orangensaft rauskommen, sondern es wird Apfelsaft rauskommen. Und so ist es mit uns auch. Wir leben immer unsere Wahrheit. Alles ist im Prinzip Information. Und auch wir sind Information. Und wenn wir herausfinden, welche Information in uns steckt, dann ist das der Weg hin zur Klarheit. Dann ist das der Weg hin zur konstruktiven Auslebung unserer Wahrheit. Und damit tragen wir dazu bei, dass unser Umfeld friedvoller wird, unser Umfeld glücklicher wird, wir selbst erfüllter werden und gesünder werden. Das ist der athletische Weg. Und darum geht es primär auf diesem Kanal. Da ich jetzt in Französisch-Polynesien lebe, auf Moorea, gibt es so schöne Videos von hier, aber im Prinzip geht es darum, seine eigene Wahrheit zu entdecken und die Kraft dieser Wahrheit zu nutzen, um sich das Leben aufzubauen, das einem wahrhaftig erfüllt, gesund macht und glücklich macht. Und das über Generationen hinweg. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, der kann das gerne tun. Ich habe hier einen Link, einen Ko-Fi-Link, wo ihr mich auf einen grünen Tee einladen könnt. Oder ihr könnt auch sonst auf andere Art und Weise meine Arbeit unterstützen, indem ihr dieses Video teilt, ein Like schenkt und den Kanal abonniert. Ja, ich genieße jetzt noch hier ein wenig diese Stimmung auf dieser wunderschönen Insel hier und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder um die Kraft der Wahrheit geht.